Mein Baby. Mein Baby. Was denn? Hi, mein Name ist Lisa, herzlich willkommen auf dem Planeten Aspi. Schön, dass ihr hier gelandet seid. Heute geht es darum, was kann ich tun, wenn ich bei mir selber Autismus vermute. Erst einmal vorweg wollte ich euch sagen, auch wenn ich in der Vergangenheit falsch diagnostiziert worden bin, habe ich nie aufgegeben, nach der Wahrheit zu suchen. Ich habe mich einfach überhaupt nicht mit Borderline und ADHS identifizieren können. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt seit August 2017 die Diagnose Asperger-Autismus habe. Und ich bin dadurch halt einfach reflektierter zu mir selbst geworden, objektiver. Und ich konnte viele Dinge so ein Stück weit auch anpassen, weil ich genau gewusst habe, okay, da funktioniere ich so und so. Da funktioniere ich vielleicht anders als neurotypische Menschen. Ich habe halt Mittel und Wege gefunden, um mich ein bisschen zu optimieren und mich ein bisschen an die Allgemeinheit anzupassen. Ich glaube, ich mache viele Dinge etwas anders als neurotypische Menschen, aber neurotypische Menschen bekommen das nicht mit, dass ich das vielleicht anders angehe als sie, weil ich halt eben versuche, doch mich dem anzupassen, wie neurotypische Menschen so wirken oder wie sie sich äußern, wie sie sich mitteilen, wie sie Gefühle preisgeben. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass ich genau weiß, okay, ich habe Asperger-Syndrom und so funktioniere ich und so möchte ich aber irgendwie ein Stück weit wirken. Und die Diagnose hat mir dahingehend wirklich sehr geholfen. Wenn man nicht in therapeutischer Behandlung ist, dann kann man zum Hausarzt gehen und sagen, okay, ich vermute bei mir eventuell Autismus bzw. das Asperger-Syndrom. Dann kann ich eine Verdachtsdiagnose stellen lassen und kann daraufhin mit dieser Verdachtsdiagnose zum Diagnostiker gehen. Das heißt, ich gehe zu einem Psychiater. Ich zum Beispiel bin zur LWL Uniklinik Bochum gegangen und habe mich da diagnostizieren lassen. Bei einem ganz normalen Therapeuten oder einer Psychologin kann man nur eine Verdachtsdiagnose stellen lassen, genauso wie vom Hausarzt auch. Und da kommen wir auch zum zweiten Punkt. Wenn man nicht in therapeutischer Behandlung ist, dann kann man selber aktiv werden. Man kann im Internet forschen nach speziellen Tests, die so ein bisschen eine Richtung weisen können, ob man vielleicht eventuell ins Spektrum fällt oder nicht. Diese Tests sind zum Beispiel der AQ, also der Autismusquotient, oder der EQ, der emotionale bzw. Empathiequotient, und einmal der SQ, der Systematisierungsquotient. Und die sind so ein bisschen ausschlaggebend dafür, ob man eventuell ins Spektrum komplett fällt oder auch nur autistische Züge hat. Wenn man zum Beispiel beim AQ einen Richtwert von 35 erhält, dann fällt man auf jeden Fall ins Spektrum. Die 35 habe ich jetzt geknackt. Ich werde euch aber im späteren Verlauf des Videos auch nochmal so ein bisschen weiter erklären, was das bedeutet. Wenn man gerade an der 35 grenzt, so zwischen 32 und 35, könnte man rein theoretisch autistische Züge haben, muss man aber nicht. Eine gute Seite ist zum Beispiel autismus-kultur.de. Da kann man einen AQ-Test machen. Da gibt es, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, 2 oder 3 unterschiedliche AQ-Varianten. Einmal für Kleinkinder, einmal für Jugendliche und einmal für Erwachsene. Ich blende das jetzt hier mal so ein. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ja, und wenn man dann mit dieser Verdachtsdiagnose zum Diagnostiker geht,
dann kann man auf jeden Fall offiziell auch einen AQ, einen SQ und einen EQ-Test machen. Dieser Diagnostiker macht auch zum Beispiel verschiedene IQ-Tests und der Diagnostiker macht mit einem auch noch viele andere Tests, die zum Beispiel ausschlaggebend für Autismus bzw. ADHS sein können. Da liegt nämlich auch der Knackpunkt, weil ADHS bzw. ADS und Autismus in der gleichen Hirnregion ausgelöst wird und deswegen kann man da nicht so ganz genau unterscheiden. Deswegen braucht man halt eben nicht nur einen EQ- und einen SQ-Test, sondern auch einen AQ-Test und noch viele weitere Tests, damit man halt eben rausfinden kann, mit einem geschulten Auge natürlich, ob da Autismus vorherrscht oder vielleicht ADS bzw. ADHS. Und jetzt kommen wir zu meiner Diagnose. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass ich gerade ins Spektrum falle und einen AQ-Richtwert von 35 habe. Ich blende das jetzt auch noch mal hier so ein. Ich hoffe, ich kriege das hin. Wie gesagt, ich versuche mein Bestes. Daran könnt ihr halt eben sehen, dass es nicht nur ausschlaggebend ist, ob man jetzt beim Autismusquotient eine hohe Zahl hat oder nicht, sondern es ist halt eben auch wichtig, ob man überdurchschnittlich beim SQ ausfällt und unterdurchschnittlich beim EQ ausfällt. Ich weiß, ihr könnt mit den Zahlen vielleicht jetzt nicht ganz so viel anfangen, aber sie sind halt eben vielleicht so eine Richtlinie für euch, wenn ihr im Internet forscht und selber diese Tests macht und selber dafür ein Gefühl bekommt, ob es vielleicht wirklich so sein kann, dass ihr Autismus habt oder auch eben nicht. Mit der positiven, natürlich offiziellen Diagnose könnt ihr zum Beispiel einen Behinderten- bzw. Schwerbehindertenausweis beantragen. Ihr habt das Recht auf betreutes Wohnen bzw. ambulantes betreutes Wohnen und natürlich auch noch viele andere weitere Vorteile, wie zum Beispiel bessere Prüfungssituationen in der Schule und in der Uni. Es gibt Betreuer, Integrationshelfer, die ihr beantragen könnt, die euch in der Schule begleiten oder auf offizielle Termine wie zum Beispiel Rathaus, Bürgerbüro. Ich zum Beispiel habe es machen können, dass ich von meiner studentischen Versicherung, Krankenversicherung, wieder zurückgestuft werden konnte in eine Familienversicherung und das bleibt mein Leben lang. Egal, ob ich jetzt 25, 35 oder 45 bin, ich bleibe mein Leben lang in der Familienversicherung drin, weil dieser Schwerbehindertenausweis bzw. auch die Diagnose mir das ermöglicht, runtergestuft zu werden. Und zu guter Letzt kann man zum Beispiel auch Wohngeld beantragen und man kann eine Haushaltshilfe absetzen lassen. Zum Beispiel begleitet mich meine Mama auf Ämter, in Krankenhäuser, zu irgendwelchen Arztterminen und diese Zeit, die sie dann mit mir dort verbringt, können wir festhalten und wir können diese Zeit berechnen als Betreuung und können dafür sogar Geld bekommen. Also selbst wenn es ein Familienmitglied ist, wenn man diese Person eintragen lässt, dann bekommt man quasi für diese Begleitung eine Pauschale. Das muss nicht unbedingt und zwingend eine ausgebildete Person sein, die im sozialen Bereich arbeitet, sondern das kann im Grunde genommen auch die beste Freundin sein, die Oma. So, und ich hoffe, nach dem kleinen Tattoo-Vlog und nach dieser anderen Art von Video hat euch dieses etwas informativere Video auch gefallen. Ich möchte natürlich viele Dinge ausprobieren und weiß halt auch, dass dieses Thema, was kann ich tun, wenn ich bei mir selber Autismus vermute, ziemlich viel gefragt worden ist. Wenn ihr über diese
ganzen Informationen hinaus noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir die natürlich gerne in die Kommentare unten schreiben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.